Faszinierende Geschöpfe. So groß und mächtig. Schade für die Wissenschaft, dass sie ausgestorben sind. Oder Glück. Sie sehen furchterregend aus. Also, Ich bin Sam Tyler. Ich weiß, wer Sie sind, Mr. Tyler. Es ist mir eine Ehre, den berühmten Großwildjäger persönlich kennenzulernen. Die Ehre ist ganz meinerseits, Miss. Miss Paula Conrad. Sehr erfreut. Oh. Ah, brillant. Ein Trilobit. Charles, Miss Conrad ist hier. Paula, Charles, ich bin überrascht, Sie hier zu sehen. Sie wissen, dass ich diese Räume meiden würde, wenn ich eine andere Wahl hätte. Haben Sie aber scheinbar nicht. Nehmen Sie Platz. Charles, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich möchte, dass Sie wissen, dass das, was zwischen Ihnen und meinem Mann passiert ist, nichts mit uns zu tun hat. Ja. Wie kann ich Ihnen helfen? Es geht um meinen Mann, John. Natürlich geht es das. Was ist mit ihm? Sie haben vielleicht gehört, dass wir eine Expedition nach Indochina unternommen haben. Nennen Sie das immer noch Expedition? Ich würde das eher Ausbeutung nennen. Charles. Wir sind tief in den Urwald vorgestoßen, aber ich erkrankte an Urwaldfieber. John ließ mich in einer Station zurück und versprach, bald wieder da zu sein. Seither nichts. Sie zwei reisten allein? Wir wurden von einer Gruppe Abenteurer begleitet. Keiner von ihnen ist zurückgekehrt. Paula, ich sag das ja nur ungern, aber vielleicht ist ihm etwas Schlimmes zugestoßen. Hm? Das dachte ich auch, aber dann erhielt ich das vor 2 Tagen. Liebste Paula, ich habe es gefunden. Vergiss mich, lass mich hier in der Dunkelheit, im Herzen der Finsternis. Was genau haben Sie zwei in Indochina gesucht? Er hat von einer verschollenen Tempelanlage gehört. Die Eingeborenen sprachen darüber. Sie nannten sie das Herz der Finsternis. Angeblich war Elfenbein nicht mehr lukrativ genug. Was meint John damit? Das Herz der Finsternis ist ein uralter asiatischer Mythos. Angeblich soll es in einem entlegenen Tal gigantische Tempelanlagen voller Schätze geben. Ein Geschenk der Götter für die mutigsten Krieger, die stark genug sind, den Gefahren dieses Tales zu trotzen. Gefahren? Wie gesagt, es ist ein Mythos. Es sei denn, Sie glauben an Drachen, Geister und dergleichen. Ich bin bereit, alles zu glauben, wenn ich dann erfahre, was mit John passiert ist. Diese Ungewissheit ist schlimmer als eine Todesbotschaft. Dann bleibt dir nur eins zu klären. Warum sollte gerade ich Ihnen helfen? Weil Sie John kennen. Nein, ich kannte ihn. Als Wissenschaftler und Abenteurer. Aber nicht als ruhmsüchtiger Kolonialist und Jäger. Ich appelliere an Ihre Ehre als Wissenschaftler. Ha! Die Frau von John Conrad spricht von Ehre. Charles, es reicht. Wir helfen Ihnen, Miss Conrad. Wir finden Ihren Mann. So oder so. Danke. Danke vielmals. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Leichtes Reisegepäck wäre schon mal ein Anfang. Tyler? Ja, Wer finanziert diese Reise eigentlich? ich? Weil du helfen oder weil du sie haben willst? Charles, sie ist eine verheiratete Frau. Das waren die anderen zu Anfang auch. Vielleicht springt bei dieser Reise endlich eine Frau für dich raus. Das war geschmacklos. Selbst für dich. Viele Romanzen beginnen so. Zuerst hasst man sich, dann findet man sich, dann liebt man sich. Noch ein Wort, Sam, und ich erschieße dich auf der Stelle. Nein. Ich sehe meinen Vorteil ganz woanders. Conrad wird durchdrehen, wenn er erfährt, dass er vom konservativen Geologen gerettet wird, den er mir für komplett unfähig hielt.
un'altra beltà. La costoro a vedere se qual dopo, sì che il padre il Dio. Das Schreien dieses kranken Individuums beeinträchtigt meine Konzentration. Wenn man korrekte Eintragungen zu machen hat, lernt man diese Wilden hassen. Hassen bis aufs Blut. Dürfen wir uns kurz mit Ihnen unterhalten? Und Sie sind? Charles Marlow, Miss Paula Conrad. Wir kennen uns. Très joli. Aber den Pastor finden Sie am anderen Ende der Station. Ich bin nur der Buchhalter. Wir suchen meinen Mann, John Conrad. Je suis désolé, nie gehört. Doch, haben Sie. Wie kommen Sie zu diesem Schluss, Madame? Weil Sie uns vor einigen Monaten vorgerechnet haben, wie viel wir Ihnen und der französischen Gesellschaft schulden. Ja, oui, je me souviens. Die Schuld wurde beglichen. Sie können also beruhigt sein und wieder nach Hause fahren. Wer hat die Schulden bezahlt? Meine Tätigkeiten, Monsieur, unterliegen der Schweigepflicht. War es mein Mann? Dieses Land, es macht seltsame Dinge mit den Menschen. Haben Sie schon mal daran gedacht, dass Konrad vielleicht tot ist? Je peux? Madame, dieser Brief ist 4 Monate alt. John lebt und das wissen Sie. Also, wo ist er hingegangen? Wir sehen uns langsam gezwungen, dem französischen Rat über die Zustände hier zu berichten. Wir bringen Ordnung und Zivilisation in dieses Land, Monsieur. Sie würden mich erschießen, Mr. Marlow? Ja, dieses Land machte seltsame Dinge mit den Menschen. Konrad hat seine Schulden abbezahlt. Er ließ mir die hier und viele weitere davon von einem Träger schicken. Wo bist du? Je ne sais pas. Und es kümmert mich nicht mehr, die Schuld wurde beglichen. Fragen Sie den schreienden Wilden da draußen im Zelt. Der weiß vielleicht mehr. Vielen Dank für die Zusammenarbeit. Wenn Sie ihn sehen, Konrad, sagen Sie ihm bitte, dass hier alles zum Besten steht. Sehr zum Besten. Donne mobile, qual piuma al vento, muta. Sie kennen den Mann? Er gehörte zu unserem Trupp. Paula, bist du es? Was ist passiert, Wick? Wo ist John? Das Tal. Wir haben es gefunden. Wo ist John? Meine Aufzeichnung. Wir sind tief in den Urwald vorgestoßen. Aber da waren Bestien. Sie haben uns... Wir wollten umkehren. Aber John... Er hat... Die Monster... Er fantasiert. Das Fieber und...
Zugerichtet. John ist... Das Grauen. Das Grauen. Er hat den Weg eingezeichnet. Wir fahren im Morgengrauen los und wir lassen hier, was wir nicht brauchen. Nichts zu machen. Die Eingeborenen weigern sich, uns in den Urwald zu begleiten. Sie fürchten sich davor, was jenseits des Tales liegt. Und was genau fürchten Sie? Makara. Wilde Drachen. Groß genug, um ganze Flüsse zu stauen. Reinster Aberglaube. Na gut. Dann gehen wir morgen ohne Träger los. Hast du das Reisen vermisst? Ja. Unbedingt. Und, glaubst du, er lebt noch? Leute wie Konrad sterben nicht einfach so. Was ist da zwischen euch beiden passiert? Ja, wir sind zusammen aufgewachsen, haben zusammen studiert und mit 19 packte uns das Reisefieber. Wir drehten einen Globus und da, wo unser Finger landete, da würden wir hinreisen. Afrika, der Kongo. Wir folgen einem Elfenbeinjäger, Kürzi sehr. Was für ein Typ. Wir waren fasziniert von ihm. Meine Faszination erlosch jedoch sehr schnell, als wir in ein Dorf kamen, das fast ausschließlich aus Elfenbein gefertigt war. Kürz ließ alle Bewohner töten. Einfach so. Konrad meinte, das sei jetzt das Paradebeispiel für Darwins Gesetz des Stärkeren. Die anderen haben sich eine goldene Nase am Elfenbein verdient. Für mich hatte das nichts mehr mit Wissenschaft zu tun und ich bin mit leeren Händen wieder nach Hause gereist. Kürz hat mir die Augen geöffnet und eine Freundschaft ruiniert. Aber weißt du was? Ich habe Angst vor dem, was uns da drin erwartet. Wir haben schon Schlimmeres überlebt. Algerien, Caracas, die Schweiz. Wenn du mich mal entschuldigst. Es ist wunderschön hier, finden Sie nicht? Ich mochte den Urwald noch nie. Hier habe ich das Gefühl, als würde ich jeden Tag etwas mehr sterben. Ich liebe ihn. Im Dickicht auf das Wild lauern, während die Sonne durch das Blätterdach brennt. Ein tolles Gefühl. Macht Ihnen das Jagen Spaß? Kommt drauf an, was ich gerade jage. Sie genießen in gewissen Kreisen noch einen ganz anderen Ruf als den eines Großwildjägers. Ach ja? Welchen denn? Ich bin eine verheiratete Frau, Mr. Tyler. Gute Nacht. Na.
Hat mich die Malaria erwischt oder seht ihr das auch? Ich werde verrückt. Ein Styracosaurus. Nicht schießen, er ist nicht gefährlich. Der sieht aber nicht gefährlich aus. Das ist ein Pflanzenfresser. Ja, das sind Nashörner auch. Sollten diese Bestien nicht längst ausgestorben sein? Weiß Gott, was wir hier noch alles finden. Wir sollten ein Feuer machen, damit John den Rauch sieht, falls er noch lebt. Und damit jedes Raubtier in der Umgebung anlocken. Niemals. Oh, wusste ich's doch. Sehen Sie, Kreidezeit. Der Strich. Tiere fürchten Feuer. Aber ich kann nicht erwarten, dass das ein Museumsforscher wissen kann. Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie in mein Museum kamen und den Museumsforscher um Hilfe baten? Ruhe da unten! Dieses Tal muss von der Außenwelt komplett abgeschottet worden sein. Evolution auf kleinstem Raum. Ah, ein Raubsaurier auf der Jagd. Ganz in der Nähe sogar. Das war ein Mensch. John? Paula, rühren Sie sich nicht von der Stelle. Wir sind gleich zurück. Tyler, leg die Waffe runter. Vergiss es. Leg die verdammte Waffe runter. Wir sind keine Feinde. Wir wollen dir helfen. Wir suchen weiße Männer. Hast du welche gesehen? Die weißen Männer sind böse. Freund von dir! Nein. Seine Frau sucht ihn. Er ist weißer. Er ist schlimmer als Drache. Was hat er getan? Er hat mein Volk ausgelöscht. Meine Vorfahren schützen dieses Tal seit langer Zeit. Es ist Heiligtum unseres Volkes. Und jetzt alle tot. Warum sollte Konrad so etwas tun? Er hat schwarzes Herz. Er will zu heiligem Ort. Was für ein heiliger Ort. Höhle der Götter. Voller Reichtum. Ort viele Menschen verrückt gemacht, deswegen wir versteckt halten. Das Herz der Finsternis. Kannst du uns zu ihm führen? Ich jage ihn seit vielen Monaten. Und wenn ich ihn finde, dann werde ich ihn töten. Keine Angst. Der wird bestraft, wenn stimmt, was du sagst. Wir sollten zurück zum Lager und zu Paula. Waffen runter! Runter mit den Waffen.
Conrads Leute? Paula, was soll das? Es tut mir leid, Charles, aber mein Mann geht vor. Einen tollen Mann hast du. Du hast ihn nie verstanden. Jetzt bring mich zu ihm. Fessel die beiden. Hübsch. gottlosen Land. Was willst du? Was ist denn jetzt los? Pass auf! Was hast du mit meiner Mutter gesagt, du kleiner Scheißer? John? John? Warum bist du hier? Was ist passiert mit dir? Der Mensch, Paula, ist bösartig. Die Gesellschaft ist in ihrem Wesen nach gewalttätig. Aber das muss sie sein. Denn nur so kann sie existieren. Aber der Egoismus, er rettet uns vor allem. Vor dem, was wir hassen. Vor dem, was wir lieben. Vor allem. John, was redest du da? Lass uns nach Hause gehen. Ich bin zu Hause, Paula. Und du bist kein Teil mehr davon. Ich habe diese Welt aus den Knochen der Schwachen erbaut. Dieser Ort, Paula, die Wiege des Lebens. Ein Ort der Kraft. Diese Bestien da draußen, sie haben überlebt. Aber nur hier. An einem Ort der Unsterblichkeit. Hier sind wir unendlich. Geister der Zeit. Hast du es gefunden? Wie sieht es aus? Zeig es mir. Ich empfinde diese Situation als sehr ungünstig. Das erinnert mich an die Sache mit dem Kloster in Caracas. Hör auf. Wie gerne wäre ich jetzt in den bayerischen Alpen, Heute Latrinendienst. Gestern hat Rolf... wenn der letzte Sonnenstrahl... Schnauze da unten! Also wo war ich? Ich weiß nicht mehr. Dietz, oder? Ich glaube, wir sind das Ganze ein bisschen falsch angegangen. Mein Name ist Charles Marlow, ich bin Geologe aus London und... Marlow, wir haben Charles Marlow hier! Marlow! Keine Sau interessiert das. Ich muss mit Konrad sprechen. Mit diesem Mann spricht man nicht. Man hört ihm zu. Faszinierend. Hören Sie, ich kenne Konrad. Schon lange. Ihr seid nichts weiter als Laufburschen der Kolonialwarenhändler. Gekommen, um die Rechnung zu präsentieren.
Aber ihr habt diesen Mann nicht sprechen gehört. Ihr habt ihn nicht gehört. Das Teil ist ein Geisteskranker. Ihr versteht das nicht. Konrad hat über dich gerichtet. Schöner Abend. Und jetzt? Noch einmal und du gehst drauf. Ich schwör's dir, du gehst drauf. Ja. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir zweimal gesagt. Ich spüre meine Beine nicht. Der Loge hat es gesagt. Ich lässt nette Leute kennen, hat sie gesagt. Sei seelenspannend, haben sie gesagt. Spannt am Arsch! Ach du. Charles, wärst du bitte so freundlich und würdest mal gucken, wie viele Typen da stehen? Und? Ich weiß nicht, geht viel zu schnell. Jetzt weg, du machst es schon. Du hast mich damals in der Schweiz schon sitzen lassen. Nach die Schweiz! Paula? Geht.
Geht! Ihr könnt nichts gegen ihn ausrichten. Wo ist er? Ihr strebt eure Krieger an. Dabei habt ihr vergessen, wie man kämpft. Ihr könnt ihn nicht aufhalten. Ihr könnt ihn nicht aufhalten. Das Geschöpf der Finsternis. Ich nenne es mein. Wenn ein Mensch stirbt, ist dieser Tod. Wenn viele Menschen sterben, ist das Vater, ja, mein Sohn. Ja, ich werde dich töten. Oh, Mutter, dich werde ich. Die Ureinwohner glauben, dass man stärker wird, wenn man das Fleisch seiner Opfer isst. Aber es ist nicht das Fleisch, das über die Stärke entscheidet. Es ist das Herz. Du bist doch komplett übergeschnappt. Ich kann den Anblick von all dem hier nicht mehr ertragen. Ich werde dich vernichten. Ich warte hier in der Finsternis auf den Tod. Und wen schicken sie? Dich. Nein. Ich komme nicht, um dich zu töten. Sieh schon. Das Grauen. Das Grauen. Marlow, nein.
Ich dachte schon, ich müsste da rein und euch rausholen. Weißt du was? Das war schlimmer als Caracas. Viel schlimmer. Wo ist Paula? Keine Frau, keine Rettung. Reinste Geldverschwendung. Vielleicht tröstet dich das. Gütiger. Gibt's da drin noch mehr? Nein. Ah, schade. Was machen wir denn noch hier? Hey Charles. Ja? Seid ihr zwei jetzt ein Paar? Oh, Sam, noch ein Wort und ich erschieße dich wirklich. Was hat schöner Mann gesagt? Stand on the edge of my sanity. My footsteps are moving across uncharted land. I pray as I whisper the words that should never be spoken. Let my journey begin to unfold into the unknown. Now across the doors of eternity, the call of my destiny, louder than the beat of my heart. Journey begin to unfold into the unknown. But I found beyond the barriers, what I found behind the scenes, what I found beneath the embryos, as my journey begins to unfold into the unknown. As my journey begins to unfold into the unknown. He was stand in the reach of reality. To master the kill is a critical skill to survive.